Der Titel verheißt ja schon nichts Gutes. Wir wollen so schnell wie möglich nach Deutschland zurück. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich gefilzt wurden. Es sind viele Dinge, die halt nicht gut passen, was uns dazu bringt, unsere Pläne komplett über den Haufen zu werfen. Und ich hoffe, der Motor hält durch. Die ersten ärztlichen Ergebnisse sind da. Viele Dinge, die wir nicht haben wollten. Einer dieser magischen Orte. Wir sind gespannt, wie das sein wird. Ja, ist so ein bisschen ungewiss, die Zukunft jetzt auch für uns, wie wir für uns dann auch weitermachen. Ich habe so Sorge, dass wir liegen bleiben. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, anfangen zu beten. Unser Visum ist seit 2 Monaten für die Türkei abgelaufen. Wir wurden von der Polizei nicht weitergelassen. Ich denke, die 260 € werden wir im Leben nicht wiedersehen. Ich habe immer gedacht, so Mensch, wenn so Leute berichten, dass sie 8 Stunden an der Grenze gestanden haben und die Türkei bekleckert sich gerade nicht mit Ruhm. Und wisst ihr, was das Coolste ist? Oh, ist das genial. Wer hätte gedacht, dass man in diesem Fluss richtig baden kann. Hier gibt es ganz viele kleine Fische, die kleine Hautschüppchen abknabbern. Killert richtig. Ist alles voll. Ich glaube, es gibt so Beauty-Salons, wo man richtig viel Geld dafür bezahlt. Hier gibt es das umsonst. Und je größer der Fisch, desto mehr kniepst es. Da unten schon die größeren rum. Richtig viele. Was ist das voll hier mit Fischen, ey. Das ist richtig voll hier. Willkommen zum neuen Video. Der Titel verheißt ja schon nichts Gutes und das hat einfach damit zu tun, dass sich was ergeben hat in Deutschland, was uns dazu bringt, unsere Pläne komplett über den Haufen zu werfen. Ich weiß auch nicht, wie sehr ich da im Detail auch drüber reden möchte. Ist schon auch sehr privat. Mal sehen, später dazu vielleicht mehr. Wir sind hier auf jeden Fall noch an einem wunderschönen Ort, der uns nochmal so zur Ruhe kommen lässt und irgendwie auch so einen schönen Abschluss von dem Ganzen gibt, von Griechenland, von der Reise. Von der Reise, von den 3 Jahren, die wir jetzt unterwegs sind. So.
ja, das ist einer dieser magischen Orte auf unserer Reise, die wir uns auf jeden Fall merken werden, und vielleicht kehren wir auch wieder zurück. Wir essen gerade unser letztes Frühstück mit diesem super, super traumhaften Blick auf die Brücke. Ihr habt ja schon die Drohnenaufnahmen gesehen. Wie Nicola schon meinte, das ist einfach so ein märchenhafter, traumhafter, ruhiger Ort auch. Hier sind sehr, sehr wenig Leute und ja, man kann hier morgens baden gehen, abends baden gehen und es ist einfach auch fast niemand da. Das Wasser ist richtig schön kalt und bei 35 Grad in Griechenland ist das so eine schöne Abkühlung. Diesen Ort, den werden wir uns auf jeden Fall merken. Ich glaube, eines Tages werden wir hier wieder zurückkehren. Das ist echt richtig. Ja, man merkt schon, wir können immer nur wieder sagen, es ist so schön hier, es ist so schön hier. Ein schöner Abschluss. Ja, und irgendwie auch ein Geheimtipp, ne? Jetzt so für so einen heißen Sommer. Ja, man denkt ja immer, man muss immer so ans Meer fahren, aber das haben wir ja probiert in Griechenland und da sind wir ja wirklich eingegangen und das Meer hat uns überhaupt gar keine Abkühlung bereitet. Und jetzt hier in so einem richtig kalten Fluss und wenn draußen 35 Grad sind, also es gibt eigentlich nichts Besseres. Also ich denke, fürs nächste Mal werden wir uns das ja, irgendwie so hinter die Ohren schreiben. Man kann sich auch im Gebirge, in den Bergen, an Flüssen richtig schön abkühlen. Und eigentlich ist es die viel bessere Variante im Sommer. Das stimmt und es ist halt auch nichts los. Also hier ist irgendwie jetzt die letzten 2 Tage, ich glaube vielleicht mal 5 Autos oder so gekommen und die Griechen kennen das natürlich auch, aber man ist hier wirklich so für sich, man hat einfach alles so für sich, die Natur, den Fluss, das ist schon echt schön. Und sogar bei Sonnenuntergang, die Sonne war schon weg und wir sind noch mal baden gewesen und ein Traum. Ja. Auf Wiedersehen, du schöner Ort. Das hat nochmal gut getan hier. Das war unsere letzte Nacht in Griechenland. Ja, so schnell kann es gehen. Gefühlt sind wir gerade erst wieder eingereist in Griechenland und jetzt reisen wir heute wieder aus. Die albanische Grenze wartet auf uns. Wir sind so ungefähr 50 Kilometer von der Grenze entfernt. Und in den nächsten Tagen wird es so einen Grenzmarathon so für uns geben, weil wir wollen so schnell wie möglich nach Deutschland zurück. Es geht los, ich glaube in einer halben Stunde sind wir schon an der Grenze und hoffentlich klappt da alles wie im letzten Jahr.
Und hoffentlich hält der LKW durch. Und hoffentlich hält der LKW durch, genau. Bis nach Deutschland sind es jetzt 2400 Kilometer. Let's go. ohne Internet und ohne unsere Park-Apps haben wir noch tatsächlich einen richtig schönen Platz für die Nacht gefunden. Und wir brauchen auch wirklich die Abkühlung am Strand, denn wir hatten heute 35 Grad. Wir sind den ganzen Tag heute durchgefahren. Wir sind jetzt so ungefähr auf der Hälfte von Albanien. Also die Hälfte des Landes haben wir schon geschafft. Vielleicht kommen wir ja morgen schon nach Montenegro. Mal gucken.
Ja, Fazit an der Grenze kann man sagen, im Sommer, das dauert schon ein bisschen länger. Es hat jetzt so eine Stunde gedauert, als wir damals im, ich glaube, Dezember, Januar eingereist sind. Da ging das wirklich ratzfatz. Aber es war ganz unkompliziert und ich finde, Nicolas als fleißiger Fahrer hat sich jetzt seinen kalten Mojito im kalten Wasser verdient. Morgen geht's weiter. Wir haben Tom und Fine gestern Abend kennengelernt. Die sind hier mit dem Camper und ihren drei Kindern, ihren 3 Töchtern hergekommen. Und die haben sie eingeladen, mit auf dem Strand hier zu stehen. Das ist so ein bisschen tiefer Sand. Und wir wussten jetzt nicht, wie weit das Wasser kommt. Und es kommt dann doch sehr weit, sodass wir jetzt erstmal unsere Fahrzeuge in Sicherheit bringen. Und für den Fall, dass sie durch den tiefen Sand nicht durchkommen, ziehen wir sie natürlich dann durch da. Genau. Mal sehen, wie wir es hinkriegen heute. Ich werde versuchen, so ein bisschen so eine Bahn zu fahren, also ein bisschen das fester zu fahren, den Sand, wenn es geht. Vielleicht kommt er auch schon so durch. Ja, fast geschafft. Also ein bisschen mehr Speed noch, dann wäre vielleicht durchgekommen. Aber ist halt schwierig. So die kleinen Reifen und das Gewicht, das gräbt sich halt recht schnell ein. Ne? Ja, naja, jetzt ziehen wir ihn raus. Also das Seil haben wir das erste Mal für uns gebraucht und dann nochmal 2 weitere Male halt für andere. Und jetzt noch das 4. Mal nochmal für andere. Das ist gut, das hält was. Und ist schön lang. Ja, wir haben die beiden ja überredet, da auf den Strand zu fahren, da mussten wir sie natürlich auch jetzt rausziehen. Das hat mir nicht auch gesagt. Ist klar, lassen wir natürlich nicht hängen. Ne? Ja, die beiden haben gesagt, das ist jetzt so ein schöner Abschluss für Albanien. Die fahren dann auch gleich weiter, sind natürlich schneller unterwegs als wir. Ja, also Grüße an euch, schön euch kennengelernt zu haben.
falls ihr dieses Video guckt. Und ja, vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Wir fahren ja jetzt auch nach Deutschland. Also, seit der Türkei-Reparatur haben wir ja ein Problem mit dem Kühler. Und zwar ist er jetzt zweimal schon kaputt gegangen und das letzte Mal jetzt, seitdem wir aus der Türkei raus sind. Ja, der hält dem Druck irgendwie nicht stand, wenn das System Druck aufbaut, und da ist er dann irgendwie an einer Stelle irgendwo aufgegangen. Seitdem, immer dann, wenn wir unter Last sind, also wenn wir Berge fahren, kommt da ordentlich Druck ins System und wir verlieren Wasser. Und das haben wir jetzt vorgestern gemerkt. Da hatte ich nachgeguckt und da war im Druckbehälter Walker-Wasser mehr drin. Also haben wir unterwegs richtig Wasser verloren. Und er wurde auch wieder heiß. Gut, Wasser aufgefüllt, weitergefahren, wurde nicht mehr heiß. Ich habe herausgefunden, dass der Kühler nur undicht ist, wenn er das System Druck aufbaut. Also habe ich jetzt beim Druckbehälter den Schraubverschluss, der sozusagen das Überdruckventil darstellt, habe ich jetzt leicht aufgemacht, dass das System keinen Druck mehr aufbauen kann. Das heißt, dass wir jetzt, wenn wir auf gerader Strecke sind, genügend Kühlleistung haben, aber sobald wir in die Berge fahren, baut er dann doch relativ schnell Hitze auf. Und ich habe irgendwie nicht den Glauben daran, dass wir das jetzt hier unterwegs noch rechtzeitig schnell gelöst kriegen, und wir werden jetzt versuchen, so nach Deutschland zu fahren. Nach der Bergungsaktion des Campers war das noch ein ganz schöner Ritt gestern durch Albanien. Jetzt sind wir ja mittlerweile in Montenegro angekommen. Und also Albanien im Sommer, das hatten wir so noch nicht gehabt. Wir hatten ja letztes Mal, als wir durch Albanien gefahren sind, runter Richtung Griechenland, war es ja total easy. Da war ja nichts los. Ich weiß nicht, wann sind wir denn gefahren? Im Dezember. Im Dezember waren wir ja, im unterwegs. Dezember, genau. War eigentlich ganz okay so, aber diesmal, es war so voll. Es war also so unfassbar voll waren die Straßen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Leute, durch Albanien fahren, so im Westen sozusagen von Albanien Richtung Süden runter, also bei Antirana vorbei, versucht das irgendwie durch die Berge. Ist glaube ich sowieso schöner, weil der Teil von Albanien ist einfach nur hässlich. Aber als wir reingefahren sind nach Albanien, die Bilder habt ihr ja gesehen, also von unten, von Süden, mega schön. Und als wir dann im Norden angekommen waren, zur montenegrischen Grenze, auch mega schön. Und ich glaube, dass einfach dann der östliche Teil, also da, wo es so in die Berge geht, das wird da genauso schön sein. Ja. Gestern sind wir 250 Kilometer, haben wir trotz Stau, aber trotzdem geschafft, Genau, ne? also ich denke, wir haben bestimmt 2 Stunden im Stau verbracht, Ja. mindestens. Ja. Also- Grenze war dann wieder sehr, sehr zackig, das war
Genau, das ging richtig gut und auch total unkompliziert. Also da irgendwie haben wir Deutsche da ein Stein im Brett bei den Albanern, bei den Montenegrern. Also bei anderen hat das immer irgendwie gefühlt eine Viertelstunde gedauert, nochmal geprüft und bei uns einfach nur man braucht ja nicht mal die Reisepässe, sondern nur unsere Personalausweise, Fahrzeugschein abgegeben, 5 Minuten weitergefahren. Und was auch geil war, wir sind dann doch irgendwie, wir fahren ja ohne Maut, also mit Maut vermeiden. Und dann sind wir dann doch irgendwie auf eine Mautstraße gekommen. Na gut, dachten wir, okay, egal, ging dann ja auch ein bisschen besser. Und dann kamen wir an die Mautstation ran, bei dem Kassenwart. Er guckte uns an, so, ja, tippte irgendwas im Computer ein, Schranke ging hoch, fahrt mal weiter. Ja, so, nichts bezahlt. Sehr nett. In Albanien war das, genau. Zu den Straßen, also heftigste Spurrillen ist mit dem LKW nicht so einfach, wenn man, also gerade auch mit den breiten Reifen, da muss man höllisch aufpassen. Ja. Also die Fahrt gestern war sehr anstrengend. Habe ich noch was vergessen? Genau, heute geht es dann weiter. Wir verlassen Montenegro wieder, also eine Nacht waren wir jetzt hier und dann geht es weiter Richtung Bosnien. Mal sehen, wie es da ist, da waren wir bisher noch nie. Und derzeit fahren wir ja auch ohne Internet, also wir sind ja nicht so lange in dem Land und dann lohnt sich das auch nicht, eine SIM-Karte zu kaufen. Deswegen sind wir jetzt auch nicht online. Bei dem letzten Video, was ihr jetzt gesehen habt, hatten wir ja noch nicht so schnell geantwortet. Das kommt daher, weil wir kein Internet haben. Und ja, wir navigieren offline. Wir haben uns vorher per Google Maps da die Offline-Karten runtergeladen. Und das geht wunderbar, muss ich ehrlich sagen. Keine Probleme. Und Stellplatzsuche klappt auch offline, ne? Ja, also Stellplatzsuche, klar, haben wir da jetzt natürlich keine Apps, die wir jetzt verwenden können. Aber wir sind dann irgendwo jetzt in die Berge reingefahren, damit wir es ja auch kühler hatten und dann einfach so, guck mal hier, lass mal rechts abfahren, da soll irgendwo ein Kloster sein, eine Brücke sein. Das haben wir gemacht und haben uns jetzt hier hingestellt. Das ist jetzt irgendwie so eine Straße, so ein Schotterweg. Schotterweg, ja. Weiter geht's? Weiter geht's. Ja, zum LKW, das war gestern eigentlich unproblematisch. Er hat jetzt irgendwie keine Zicken gemacht. Also die Temperatur, solange wir ja auf ebener Straße unterwegs sind, ist das sowieso kein Problem. Das war die ganze Zeit bei 80 Grad. Das ist kein Thema gewesen. Ne? So. Aber jetzt, wo wir in die Berge hier in Montenegro, das ging immer leicht bergauf, immer weiter, immer weiter. Da hatte ich dann schon so Sorge gehabt, so, oh, jetzt werden wir richtig Probleme haben mit der Temperatur. Aber das hat eigentlich ganz gut gemacht. Also jetzt, ich weiß nicht, wie weit wir hochgefahren sind. Das waren einige Kilometer. Also bergauf, bestimmt 10 Kilometer mindestens bergauf, wenn nicht sogar noch mehr. Und die Temperatur ging so ganz allmählich, immer ein bisschen weiter hoch, immer ein bisschen weiter hoch. Am Ende war so bei 98 Grad und dann sind wir aber auch hier schon abgebogen. Ja, Kühlwasser ist nicht weniger geworden jetzt. Also das scheint ganz gut zu funktionieren. So jetzt, dass ich diesen Deckel, diesen Überdruckventildeckel, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, da am Druckbehälter, dass ich den eben halt nicht so komplett zuballer, sondern so ganz leicht geöffnet, also eine halbe Umdrehung, eben nicht ganz festgezogen und da scheint er dann genügend Druck abblasen zu können, sodass der Kühler irgendwie dicht bleibt. Also das ist schon irgendwie komisch, also der Kühler bleibt dicht, wenn nicht zu viel Druck drauf ist, würde ich jetzt mal sagen, weil ein bisschen Druck war gestern drauf. Aber sobald richtig Druck drauf ist, dann scheint er richtig dann verliert er richtig. Ja. Bin ich auch mal gespannt, was sich da herausstellt. Hier, das Teil ist es, was ich meine. Den habe ich nicht ganz zugemacht. Also so ist jetzt zu und dann habe ich ihn ganz leicht so geöffnet, dass da Luft dran vorbei kann. ...2200 Kilometer sind wir jetzt gefahren, seit dem letzten Ölwechsel nach der Motorüberholung. Insgesamt haben wir jetzt 5500 Kilometer seit der Motorüberholung. Und also ich würde sagen, vom Ölverbrauch hat sich da noch überhaupt nichts geändert. Also wir haben jetzt bei den 2200 Kilometern sind jetzt 3 Liter Öl nachgekippt. Ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt ausreicht, ob da nicht nochmal ein halber Liter hinterher muss, also 3,5 Liter. Also im Grunde genommen hat sich nicht wirklich was verändert. Aber es sind ja auch erst 5500 Kilometer und wir sollen ja 10.000 Kilometer fahren. Ob sich das wirklich bewahrheitet,
ich glaube, wir kriegen ja nicht mal die 10.000 Kilometer voll bis nach Deutschland. Also, ja, da müssen wir in Deutschland noch ein bisschen rumfahren damit. Weiß ich auch noch nicht. Wir werden sehen.
viele sind über 12 Tonnen. Da stand vorher nicht dran. Ja, und diese Holzbretter, die da lagen, teilweise habe ich da auch so Nägel gesehen noch. Also die Brücke selbst ist jetzt hat ein Stahlgerüst, ne? Aber trotzdem irgendwie ja, abenteuerlich. Guten Morgen aus Bosnien. Gestern sind wir 191 Kilometer gefahren durch Montenegro und noch zur Hälfte oder so ein Drittel durch Bosnien. Gestern war es tatsächlich mal schwierig, einen Stellplatz zu finden. Wir haben dann netterweise hier beim Restaurant die Leute gefragt, die meinten kein Problem. Und dann gab es auch noch für uns tolles Gulasch, 3 Bier und ein Salat für 25 €. Also dieser nette Stellplatz hier zwischen den ganzen Tannen hat uns sozusagen ein leckeres Abendessen gekostet. Wir sind jetzt kurz vor Sarajevo. Unser Plan ist, dass wir mindestens bis nach Kroatien kommen, weil da haben wir wieder Internet. Momentan ist es so, dass wir uns eigentlich so sehr auf das Fahren konzentrieren und noch nicht auf das, was so in Deutschland uns erwarten wird. Morgen haben wir wieder in Kroatien Internet und dann stehen wir mit der Familie wieder in Kontakt. Da wird es dann auch die ersten Untersuchungsergebnisse geben und dann wird sich so ein Bild so allmählich auch für uns so formen. Ja, wir werden euch natürlich, sobald wir für uns das alles so verstanden haben, was so los ist, natürlich auch mehr darüber erzählen, warum wir jetzt so schnell nach Deutschland fahren. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen und so viele Kilometer wie möglich heute hinter uns bringen.
zum Abschluss Eis mitgebracht. Also wir haben für 1,30 € getankt. Ich glaube, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir so günstig tanken für eine längere Zeit. Und noch Bier für heute Abend. Wir sind jetzt in Kroatien und das ist das erste Mal, dass wir wirklich gefilzt wurden auf der gesamten Reise. Er hat hier und da mal reingeguckt, also hat sich ein paar Sachen genauer angeguckt, aber hat längst nicht überall reingeguckt, weil den Kofferraum hat er sich ja nicht angeguckt und ja, sowas kann auch anders kommen, ne? Dass wir alles ausräumen müssen. Aber in solchen Fällen, denke ich immer so möglichst kooperativ verhalten. Ich habe ihm noch eine Taschenlampe gegeben, dass er genauer gucken kann und ja, dass er das Gefühl hat, hier guck, wo du willst. Ne? Weiter geht's. Ja, wir haben es tatsächlich bis nach Kroatien geschafft in so wenigen Tagen. Wie viele Tage sind wir jetzt unterwegs? 3? 4? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, LKW läuft gut. Also der Workaround mit dem Kühlsystem läuft. Also auch an Bergen läuft es gut. Also baut so leicht Druck auf und wenn er zu viel hat, dann kann er, dadurch, dass ich den Deckel nicht ganz festziehe, irgendwie den Druck dann ablassen. Irgendwie so muss es wohl funktionieren. Vielleicht ist ja auch das Überdruckventil kaputt. Also es scheint auf jeden Fall jetzt zu funktionieren. Einspritzpumpe habe ich jetzt während der Zeit, wo wir jetzt so hochgefahren sind, auch immer nach und nach nochmal nachgestellt. Also der Förderbeginn, also dann, wann er einspritzt, das passt jetzt richtig gut und die Leistung passt jetzt auch. Ja. Warum läuft der LKW jetzt auf einmal so gut? Ja, wir glauben ja, dass er sich jetzt freut, dass wir nach Hause fahren. Ja, der will nach Hause. Das war ihm zu heiß. Ja, das war ihm auch einfach zu heiß. Ein Feuerzeug dafür, ne? Der geht ja immer nicht an.
weiter geht's heute. Wir sind gerade noch in Kroatien. Das Land wollen wir heute verlassen. Wir haben schon eine Vignette online gekauft für Ungarn. Die kann man ja am Handy ganz unkompliziert kaufen. Also die das noch nicht wissen, können ja mal in unser erstes Ungarn-Video gucken. Da haben wir das mal damals erklärt. Ja, in Ungarn wollen wir dann die Mautstraßen nehmen. Da wollen wir ein bisschen schneller vorankommen. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte geschafft auf unserem Weg nach Deutschland. Mal sehen, wie viel Kilometer wir heute schaffen. Wir wollen in Ungarn wieder einen Stellplatz anfahren, ja, wo wir schon mal vor 3 Jahren gewesen sind. Mal gucken, ob wir dahin kommen. Wir haben heute mit Deutschland telefoniert. Die ersten ärztlichen Ergebnisse sind da und das Ergebnis ist, dass es kein Ergebnis gibt. Also es ist weiterhin alles unklar. Wir fahren jetzt erstmal so weiter. Also darüber können wir momentan auch noch nicht mehr berichten. Jeden Tag prüfe ich, ob wir noch genug Wasser haben und natürlich genügend Öl. Und gestern habe ich auch nochmal die Antriebswellen abgeschmiert, weil da waren wir auch schon drüber. Irgendwie 4000 Kilometer sind wir gefahren und alle 2,5 soll man laut Wartungsbuch. Ja, und das habe ich heute Morgen im Kühlwasser gefunden. Also irgendwie wird es gerade nicht besser. Ich weiß nicht, was es ist. Ich schätze mal Öl. Das bedeutet, die Kopfdichtung ist kaputt. Was wiederum auch einen Hinweis darauf geben könnte, warum unser Schlauch geplatzt ist. Einige von euch hatten im letzten Video schon Vermutung geäußert, dass eventuell die Kopfdichtung kaputt ist, dass da entsprechend Gase dann in den Kühlkreislauf gelangen und dadurch zu viel Druck entsteht. So sieht ganz danach aus. Zusätzlich habe ich jetzt, als ich unter dem Motor lag oder an einem LKW lag, am Motor sehr viel Öl an der Front gesehen, wo vorher kein Öl war. Da drückt er irgendwo auch was raus. Ja. Die Reparatur in der Türkei war ein voller Erfolg, ne? Also man kann eigentlich nur sagen, dass das genau ein totaler Misserfolg war. Es hat nicht wirklich was besser gemacht, irgendwie, weiß ich nicht. Gut, ja, wir müssen aber trotzdem weiter und ich hoffe, der Motor hält durch. ...350 Kilometer sind wir jetzt gefahren. Das war so, glaube ich, mit Abstand die längste Strecke, die wir gefahren sind auf dieser Tour zurück nach Deutschland.
Wir sind in Nordkroatien gestartet und dann einmal komplett durch Ungarn bis an die Grenze der Slowakei. Hier sind wir jetzt an einem Stellplatz, an dem wir auch schon gewesen sind, als wir die Reise gestartet haben, von Deutschland aus dann runter Richtung Griechenland. Und da kommen halt schon auch Erinnerungen hoch, mit welcher Hoffnung man damals oder wir damals auf diese Reise gegangen sind, wo wir uns gefragt haben, was uns wohl so alles erwarten wird, welche Abenteuer, welche schönen Dinge wir sehen werden. Das macht schon irgendwie nachdenklich. Beides haben wir ja gehabt zur Genüge. Auch viele Dinge, die wir nicht haben wollten, aber auch Dinge, die richtig, richtig schön waren. Also auch dieser Platz hier, als wir hier angekommen sind, vor 3 Jahren, da waren wir im Dezember, glaube ich, hier. Es war neblig, es war kühl, aber es war noch okay. Wir haben ja noch ein Lagerfeuer gemacht. Das war übrigens das erste Lagerfeuer, was wir überhaupt gemacht haben, dann seit wir mit dem LKW unterwegs sind. Ja, war schön irgendwie. Der Platz war aber jetzt nicht so dreckig, ne? Nee, also das ist schon noch okay. Könnte auch besser sein noch. So. Ich finde das irgendwie nicht so geil, dass da jetzt in dieser Feuerstelle dann alles Mögliche reingeschmissen wird, weil Aluminiumschalen verbrennen halt nicht. Naja, und so Bretter mit Nägeln drin finde ich halt auch nicht so toll für Plätze, wo sich Menschen aufhalten, die hier vielleicht auch mal barfuß irgendwo lang gehen. Gut, naja, man tritt jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Feuerstelle, aber trotzdem, weiß ich nicht. Und warum macht man 3 Feuerstellen, wenn es eine gibt? Aber ich will ja auch kein Weltverbesserer sein. Darum geht es mir nicht. Keine Ahnung, warum ich das so gerade sage. Du willst ein LKW-Verbesserer sein. Nee, eigentlich auch nicht. Ja. Na los. Ach, es sind halt einfach so Sachen, die einem dann auffallen. Und wir sind jetzt auch keine Heiligen, ne? So, das nicht. Aber es ist eigentlich vielleicht auch einfach nur der Eigennutz. Wenn wir irgendwo hinkommen, wollen wir halt einen schönen Platz haben. Und deswegen tun wir dann halt auch immer was dafür, dass wir einen schönen Platz haben. Und dann kommt man halt nicht umhin, dass man sich dann doch schon mal über das Verhalten anderer Ein bisschen aufregt. So. Gut, weiter geht's. Zu schwach. Hast du keine Kräfte mehr für die Leiter? Nee. Wir sind noch nicht in Tschechien, aber ganz kurz davor. Kurz vor der Grenze mussten wir umdrehen. Da war eine Brücke für maximal 7 Tonnen. Ja. Finden wir morgen einen anderen Weg nach Tschechien zu kommen. Ja. Was sagst du zu den Nicht-Mautstraßen in der Slowakei? 50 gut, 50% gut, 50%, boah, naja. Doof ist ja immer, sind ja immer die fetten Spurrillen, wo dann der LKW anfängt zu tanzen. Ne? So, das ist dann, da muss man richtig aufpassen. Ja. Hier bleiben wir jetzt, ne? Ja, ich glaube, es reicht für heute. Es sieht schön aus. Wir haben echt eine tolle Aussicht, würde ich mal so sagen. Und dann geht's morgen weiter.
Genau. Ein neuer Tag auf unserer ungewollten Reise nach Deutschland. Wir merken, dass wir jetzt in anderen Ländern unterwegs sind. Also in Bosnien war es schon sehr, sehr voll gewesen, in Kroatien und auch in Ungarn. Also die Camperdichte hat extrem zugenommen. Und wir haben uns auch schon drüber unterhalten. Also so Griechenland, was so das Camping angeht und das Freistehen, das wissen wir jetzt ein bisschen mehr zu schätzen. Das ist jetzt hier in den Ländern echt eine andere Hausnummer. Und gerade jetzt so in den Sommerferien, das sollte man sich schon ganz genau überlegen, wenn man natürlich die Wahl hat, zu reisen. Das ist schon anderer Schnack. Ja, es sind immer noch irgendwie 33 Grad. So ist es momentan. So versuchen wir uns ja, hier ein bisschen Luft reinzukriegen. Ist aber halt auch schwierig. Ja, so im Nachhinein, jetzt nach 3 Jahren mit unseren Fenstern, also die haben sich definitiv nicht bewährt. Da werden wir uns in Zukunft was anderes einfallen lassen, weil wirklich für solche heißen Sommermonate, wir gehen einfach ein. Wir werden heute nach Tschechien fahren, und zwar an einen Ort, in ein Restaurant, in dem wir vor über 3 Jahren schon einmal gegessen haben. Und das ist uns so in den Köpfen geblieben, dass wir da unsere Reise sozusagen so beenden wollen mit einem schönen Erlebnis. Ja, wie gesagt, die Länder sind voll. Es gibt jede Menge Camper, ganz viele Urlauber. Wir haben einen Stellplatz da noch von vor 3 Jahren. Wir sind gespannt, wie das sein wird, weil das letzte Mal sind wir im November dort gewesen. Es wird also, glaube ich, heute eine Herausforderung werden, einen Stellplatz zu kriegen. Wir wissen noch nicht so richtig, wo die Reise hingehen wird mit der Situation zu Hause. Also eine gewisse Vorstellung haben wir schon. Yvonne hat ja schon erzählt, dass die letzten Erkenntnisse leider nicht eindeutig genug waren, um irgendwie jetzt zu wissen, so woran wir alle sind innerhalb der Familie. Definitiv wird es aber wohl etwas, ja, längerfristiges werden. So. Was das dann für uns bedeutet und für unsere Weiterreise dann irgendwann, wissen wir auch noch nicht. Wir sind im Moment auch in so einer Situation, wo wir eigentlich selber uns auch sehr viel überlegen, so wie wollen wir überhaupt weitermachen und welche Dinge müssen wir ändern. Es sind viele Dinge, die halt nicht gut passen, und dazu gehört natürlich auch irgendwie der LKW und die Probleme, die wir damit haben. Aber nach wie vor ist halt einfach die Entscheidung auch nicht so einfach, dass man sagen kann, so, yo, dann gibt es halt einfach eine andere Basis, weil das hört sich immer so schnell und so einfach an, aber so einfach ist das nicht. Wir durchdenken das immer wieder. Da gehe ich dann auch nochmal im Detail darauf ein, was es eigentlich bedeutet, sich eine neue Basis zu besorgen und was für Aufwände eigentlich dahinter stecken. Und wir müssen halt gucken, dass wir das einfach mal gegenüberstellen. Genau. Ja, ist so ein bisschen ungewiss die Zukunft jetzt auch für uns, wie wir für uns dann auch weitermachen. Das ist natürlich auch ein finanzielles Thema. Wir wollen auf jeden Fall YouTube weitermachen. Das wollen wir jetzt nicht irgendwie einstellen oder so. Aber eins ist auch klar, dass wenn wir jetzt in Deutschland zurück sind, dann wird YouTube als finanzielle Einnahme einfach überhaupt nicht reichen. Da müssen wir dann ganz andere Sachen uns überlegen, und naja, da sind wir gerade am Überlegen, wie wir das machen. Aber jetzt geht es erstmal weiter.
alles zu voll. Also alle Sehenswürdigkeiten sind überlaufen. Keine Chance. Also egal wie groß der Camper ist. Also vielleicht mit dem Van noch. Da könnte man sich dann irgendwo noch reinzwängen. Aber mit einem normalen Wohnmobil. Aber jetzt stehen ja hier auch überall Schilder. Die standen ja vor 3 Jahren auch noch nicht. Im Sommer stehen hier überall Schilder rum. Da hinten sehe ich ein Wohnmobil da die Straße lang fahren. Ich weiß, dass wir da auch mal lang gefahren sind. Das können wir uns mal angucken. Aber glaube ich auch alles verboten. Ja. Aber gut, wir drehen jetzt erstmal und dann gucken wir. Ja. Ja. Und wie lange müssen wir jetzt zum Restaurant laufen? Bestimmt eine Stunde oder so. Nee, aber das ist schon eine Strecke. Tut uns vielleicht auch mal ganz gut. Also in letzter Zeit haben wir uns echt nicht so viel bewegt. Und ich bin echt froh. Also dieser Stellplatz hier, das ist echt, den hatten wir letztes Jahr schon gefunden, durch den Spaziergang. Und man ist hier direkt an der Moldau, aber versteckt. Schatten. Es ist Schatten in den großen Tannen. Man hat direkt einen Blick aufs Schloss, was wirklich ein schönes Schloss ist. Ja, und ich denke, hier werden wir eine Nacht ruhig schlafen können. Und naja, zum Restaurant laufen, wir müssen uns ja vielleicht auch ein bisschen das reichhaltige Essen verdienen und außerdem ist es ein schöner Spaziergang an der Moldau lang. Ich hatte schon Befürchtung gehabt, dass wir echt weiterfahren müssen. Das wäre schade gewesen. Aber nein, müssen wir nicht. Es ist geil hier. Ich freue mich. Dafür hat sich das auf jeden Fall gelohnt, hierher zu fahren. Also mega lecker. Wir freuen uns gerade. Das Bier ist richtig, richtig gut. Wir blenden euch mal ein, wo wir hier jetzt eigentlich sind. Es lohnt sich definitiv die Fahrt hierher, weil das Schloss ist auch wunderschön. Ich erinnere mich noch, dass die Führung im Schloss, also es gibt nur geführte Touren dort durch. Es war okay. Das Schloss selber ist aber eben schön von außen anzusehen. Hat nochmal einen schönen Schlossbad, wo man schlendern kann. Aber hier einzukehren in dieses Restaurant, das ist eigentlich ein Hotelrestaurant, das ist es einfach wert gewesen. Also irgendwas ist da undicht an der Wasserpumpe. Also die war ja ohnehin schon undicht. Und keine Ahnung, was da passiert ist, ob die gerissen ist oder es hört sich danach an, als ob da Kompression irgendwie raushaut. Ich weiß aber auch nicht, wie wir jetzt weiterfahren. Ob wir weiterfahren? Ja, wir müssen weiterfahren. Da fällt einem nichts mehr zu ein. Nur Murks gemacht. Nur Murks gemacht.
Wir haben jetzt noch 150 Kilometer und wir fahren jetzt so weiter und ich habe so Sorge, dass wir liegen bleiben. Ich hoffe echt, wir kommen heile an. Das hört sich echt nicht gut an. Ich hatte die Sorge, dass irgendwas im Zylinder ist oder irgendwas, also keine Ahnung, dass wir jetzt gleich einen Kolbenfresser haben werden. Weil sich das so anhört irgendwie, aber es ist, ihr habt das ja gesehen auf der Aufnahme, deutlich kann man sehen, dass da Druck abgeblasen wird. Mir fällt jetzt auch im Moment nichts ein, was ich da machen kann, außer wir können jetzt erstmal weiterfahren, denke ich. Der Motor läuft rund, er hat auch keine Aussetzer oder so. Temperatur weiter beobachten, weiterfahren und hoffen, dass wir an unserem Ziel ankommen. Also es sah nach Kühlwasser aus, was er da einmal rausgepustet hat. Ja, also das, was ich auf der Aufnahme gesehen habe, das ist Kühlwasser gewesen, was er da so raushaut. Und das heißt für mich eigentlich Kopfdichtung kaputt, weil die Kompression kommt aus dem Zylinder, geht in den also in den Wasserkanal rein und ja, die Wasserpumpe hat da irgendwie jetzt eine Undichtigkeit. Wir müssen abbiegen. Ja, wir müssen abbiegen. Es sind jetzt noch 85 Kilometer. Wir müssen einfach ankommen. Also wir sitzen hier richtig auf heißen Kohlen gerade. Und eigentlich wollten wir vorhin noch eine Pause machen, aber wir sind jetzt so hellwach, dass wir keine Pause mehr nötig haben. Wir wollen jetzt einfach nur noch ankommen. Das ist gerade mega krass. Die letzten Meter, unsere letzte Etappe nach Deutschland und dann sowas. Also bis auf dieses Geräusch, was wir jetzt haben, da wo das Kühlwasser rausbläst, haben wir kein anderes Geräusch. Wir haben auch kein Leistungsverlust. Der Motor hört sich auch sonst nicht komisch an oder läuft unrund. Von daher bin ich guter Dinge, dass wir ankommen werden und dass wir auch kein Problem kriegen werden und hoffentlich auch keinen nachhaltigen Schaden am Motor haben werden. Sieht gar nicht so schlimm aus. Jetzt. Wir sind da. Ich kann das noch gar nicht glauben. Was eine krasse Fahrt. Morgen früh. Wir sammeln erstmal unsere Gedanken und dann sprechen wir euch morgen früh nochmal drauf. Wir haben es gerade eben ja so hierher geschafft und als wir dann jetzt heute Morgen starten wollten, weil wir entschieden hatten, wir fahren dann doch noch irgendwie die 260 Kilometer ungefähr bis nach Bremen, um dort dann die Kopfdichtung mit Carsten und Hans-Peter zusammen zu wechseln. Ja, sind wir losgefahren, keine 5 Kilometer und da ist uns der Motor übergekocht. Ich habe das zum Glück rechtzeitig gesehen, dass er mir nicht verbrennt. Naja, verbrennt. Also wurde richtig heiß, ging richtig schnell über 100 Grad und ich musste den Motor halt einfach abstellen. Den konnte ich nicht weiterlaufen lassen. Ja, und als ich ausgestiegen bin, dann schoss schon das ganze Wasser aus dem Überdruckbehälter raus. Das heißt, wir kommen nicht weiter und ich muss jetzt hier die Kopfdichtung wechseln. Eigentlich waren hier überhaupt keine Kapazitäten, weil die Halle eigentlich voll stand. Das musste jetzt noch vorher alles leergeräumt werden. Ist halt Notfall und ja, jetzt muss ich die Kopfdichtung hier wechseln. Ist halt eine Notreparatur und ich habe auch nicht den Anspruch, dass das jetzt irgendwie
so gut wird, dass alles irgendwie für immer hält, sondern dass wir nach Hause kommen, weil der Motor muss sowieso nochmal geprüft werden und ich habe die Zeit jetzt auch nicht, um dann jetzt auch noch auf Fehlersuche zu gehen, was ist eigentlich mit dem Motor los. Also die Hoffnung liegt darauf, dass mit dem Kopfdichtungswechsel wir nach Hause kommen. Und die Zeit drängt. Zu Hause sieht es, also die Situation verschlechtert sich und schneller als ich dachte und jeder Tag zählt gefühlt. Ich glaube, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, anfangen zu beten. Dass der jetzt läuft und dass er gut anspringt. Yeah! Läuft! Bis um 1 Uhr nachts habe ich gestern geschraubt und bin nicht fertig geworden. Wir haben so viel Scheiße gehabt, die alle verbockt wurde, als der zusammengebaut wurde in der Türkei. Allein ein Bolzen für den Zylinderkopf total verknabbelt, weil er mit dem Hammer gegengehauen wurde. Wir haben die Zylinderkopfschraube nicht raufgekriegt am Anfang. Aber mit Trick 17 ging es dann doch irgendwie. Das sind irgendwie M15, das ist nicht regulär. Da kriegt man irgendwie nichts, auch kein Schneideisen, also kriegt man schon, aber jetzt nicht auf die Schnelle. Und natürlich auch kein Ersatz. Oh Mann ey, es ist so viel schief gelaufen, dann funktioniert der Kran zwischendurch nicht, muss der Elektriker kommen. Die Büchsen, das sah alles nicht gut aus. Die Kopfdichtung total zerstört. Guten Morgen. Ja, wir haben gestern bis 15 Uhr, hat Nikolaus noch in der Werkstatt geschraubt. Dann sind wir tatsächlich noch 450 Kilometer bis nach Hause gefahren. Und ja, ihr könnt euch sicherlich einigermaßen vorstellen, wie es uns jetzt gerade geht. Ja, im Moment überrollt uns alles. Hier, ja, die ganze Situation auch hier. Und wir müssen erstmal sehen, wir müssen erstmal hier klar Schiff schaffen, wir müssen erstmal uns einen Überblick verschaffen. Von daher, ja, es ist schwierig jetzt auch zu sagen, wann das nächste Video kommt. Gesagt hatte ich ja schon, dass wir mit YouTube weitermachen wollen.
Aber erstmal müssen wir gucken, wie wir das hier irgendwie auf die Reihe kriegen. Wir haben ja schließlich ja alles abgebrochen und wir müssen uns jetzt ja eine Infrastruktur und wir müssen sehen, wo wir halt bleiben. Also das sind alles so Sachen, die wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen organisieren, die Situation hier einschätzen und einigermaßen irgendwie regeln, dass das irgendwie für alle irgendwie machbar ist. Naja, auf jeden Fall wollten wir uns jetzt am Ende auch nochmal bedanken. Wir möchten Dank sagen an alle, die uns geholfen haben, auch mit dem Motor, also die finanzielle Unterstützung, sowie aber auch die Beratung und die Hilfestellung, die uns gegeben wurde, um das alles zu reparieren. Wir haben uns auch so sehr gewünscht, dass das mit Odin jetzt alles in Ordnung ist, aber irgendwie sollte es halt irgendwie nicht sein und deswegen ja einfach nochmal die Danke da an euch, auch an diejenigen, die uns in den Kommentaren ermutigt haben, geschrieben haben. Ja, wir sind hier gerade wieder in Deutschland. Es weht, das Wetter ist unbeständig, das macht es etwas schwieriger zu filmen. Ja, auf jeden Fall. Es ist gerade keine leichte Situation. Nee. Ich glaube, das habt ihr auch das ganze Video über mitbekommen. Und wir sind gerade von einer Krise jetzt in die nächste geraten. So ist das halt manchmal einfach im Leben. Ja, es gibt halt, genau, da wollte ich auch noch mal was dazu sagen. Es gab immer mal wieder so auch Rückmeldungen, wo uns Leute vorgehalten haben, wir würden rumjammern. Ey, also erstens, ich kann es nicht mehr hören. Zweitens war das nie die Intention. Ihr habt es einfach nicht begriffen. Das, was wir hier teilen oder mitteilen, ist halt, ja, wir zeigen allen anderen, was in so einer Situation oder in den Situationen, die uns begegnet sind, passieren kann. Ja? Dass unsere Erfahrung anderen hilft, diese Erfahrung vielleicht nicht machen zu müssen. Vielleicht habt ihr es ja jetzt kapiert. Ja, also ja, alle anderen, es gab halt auch so viele Leute, die uns da zurückgemeldet haben, die gesagt haben, uns ja, mitgegeben haben als Feedback, dass sie verstanden haben, was für eine Leistung das war, diese Videos zu machen. Also einerseits in so einer Situation zu stecken, diese Situationen auch durchzustehen und dann auch noch die Kamera in die Hand zu nehmen, um das alles zu zeigen. Es gab sehr, sehr viele Rückmeldungen dazu, wo wir uns darüber gefreut haben, dass diese Wertschätzung da ist. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass es immer nur in den Videos ein so kleiner Ausschnitt ist von dem, was halt tatsächlich alles gelaufen ist und dass unser Leben besteht halt aus einer ganzen Woche und nicht irgendwie nur aus 40 Minuten. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig zu transportieren. Ich glaube, wir haben das eigentlich ganz gut geschafft, aber für den manch einen haben wir es halt nicht gut geschafft zu transportieren. Für den war das irgendwie nur Rumgeheule. Ja, man kann halt nicht alle mitnehmen. Ja. Nein, das... Genau, gut. Aber das soll nicht unser Schlusswort sein. Unser Schlusswort soll sein, vielen Dank an euch alle. Genau. Alle, die zugeschaut haben, alle, die uns abonniert haben, die uns unterstützt haben, mit einem Amazon-Kauf zum Beispiel oder eben auch mit einer Spende. Und wir haben euch schon gesagt, es wird hier auf YouTube auf jeden Fall weitermachen. YouTube macht uns mega, mega viel Spaß, diese Videos zu schneiden. Es macht trotz der ganzen Herausforderungen... Es ist unser Job. Also es ist etwas, wofür wir die letzten 3 Jahre gearbeitet haben, sehr viel Zeit investiert haben. Wir haben so viel vorgehabt damit und haben auch immer noch sehr viel vor damit. YouTube ist nicht das Einzige, was unser Plan war, womit wir unsere Selbstständigkeit aufbauen. Es war eigentlich der erste Schritt. Nun, es kam halt alles anders. So ist eben das Leben. Und das ist halt der Punkt. Das Leben hat immer einen anderen Plan und man muss halt sehen, wie man sich da mit zurechtfindet und wie man trotzdem dann seine Wünsche umsetzt, die man hat. Und wir werden jetzt auch in der jetzigen Situation das Beste draus machen. Wir werden uns natürlich neben den ganzen familiären Herausforderungen, vor denen wir jetzt gerade stehen, werden wir uns auch Gedanken zum LKW machen, ob es mit diesem LKW weitergeht, wie es weitergeht. Wir werden hier weiter auf YouTube Videos hochladen und wir würden uns mega, mega freuen, wenn ihr dran bleibt, auch wenn das nicht mehr diese Regelmäßigkeit hat wie in der Vergangenheit. Genau, also aktiviert das Glöckchen, damit ihr auch dann informiert werdet, sobald das nächste Video kommt. Wir werden natürlich alles versuchen, euch dann auch schon vorher zu informieren, dass mal wieder ein Video kommt. Aber das Glöckchen hilft natürlich auch. Genau, also dann euch noch einen schönen Sonntag. Genau, habt eine tolle Zeit, genießt das Leben. Genau, und das Allerwichtigste, das stellen wir ja halt jetzt auch selber gerade fest, bleibt alle gesund da draußen.